Das ist der Rahmen kaputt. Hier und da. Wir sind jetzt beim marokkanischen Radeldoktor. Ich habe Angst. Wir sind im Alkoholladen und hier ist die Hölle los, so als Silvester ist. Das ist ja völlig krank. Wir haben leider nicht mehr genug Essen. Deswegen muss ich improvisieren. Es gibt jetzt eine Zwiebel mit 2 Äpfeln und dazu Linsen irgendwie und Datteln. Und dann schauen wir mal, was ich da... Und alles Brot. Und das hauen wir jetzt alles zusammen und das glaube ich ziemlich geil schmecken. Weil alles, was ich koche, ziemlich geil schmeckt. Das stimmt, der Dani kocht richtig gut. Ja, das ist einfach, in der Not frisst der Teufel Fliegen, würde ich sagen. Ich sehe halt Sachen und mache irgendwas damit und das ist nicht so geplant einfach, es wird einfach irgendwie geil. Also das ist Kurkuma, das da ist Paprika, das da ist ein Haufen Zimt und das da ist Tagine-Gewürz. Mit Linsen und Datteln und Zwiebeln. Schauen wir mal. Dann kommt noch alles Brot rein, da und da noch ein paar Äpfel und dann schauen wir mal. Bis morgen früh schaffen wir es so auf jeden Fall mal und dann gehen wir irgendwo einkaufen. Kuckuck! Hier ist Essen hat gut geschmeckt gestern. Es war aus altem Brot, aus Datteln, aus Äpfeln und Linsen. Das war alles, was wir noch gehabt haben. Und es war echt gut. Die Nacht war also viel wärmer als gedacht. Wir haben uns komplett eingemummelt und dann da rein. Zwischenzeitlich war mal ein Hund da, den haben wir verscheucht, aber sonst war es eigentlich ganz okay. Frühstücksfahrt. Wir haben überhaupt keine Lebensmittel mehr. Und schauen, dass wir uns jetzt irgendwo noch mal ein bisschen eindecken. Wir sind auf 1500 Metern. Im Moment hat es 12 Grad. Das ist richtig schön. Richtig schön. Ja, super scheiße. Mitten auf der Straße parkt ein Auto. Keine Ahnung warum. Das ist hier eine, ich würde sagen, zweispurige Landstraße, also eigentlich vierspurig. Und er parkt da einfach. Ohne auf irgendwie Rücksicht zu nehmen. Und ja, voll hinten drauf gesemmelt. Jetzt ist der Rahmen verbogen. Wir haben jetzt wieder zurückgebogen, dass ich schieben kann. Dann schauen wir, dass wir nach Marrakesch trampen können. Und dann schauen wir mal, ob wir ihn quasi dann brechen und neu schweißen oder was wir da machen. Wir fahren jetzt mit dem Habib, den wir gestern kennengelernt haben, zum Dorfschmied und schauen, was die machen können. Das ist ziemlich am Arsch. Da fällt der Knick drin. Und da. Schauen wir mal, was wir da machen können. Wir sind jetzt beim marokkanischen Radeldoktor. Daniel er hat gemeint, das ist eine Sache von 5 Minuten. Wir müssen es nur schweißen. Das sehe ich anders. Ich hoffe es, dass es klappt. Daniel bereitet jetzt vor, schraubt schon mal alle Sachen weg. Um 12 Uhr hat er gesagt, legt er los.
Und dann können wir noch ein bisschen dabei sein und den Prozess begleiten. Und hoffen, dass es dann auch hält. Also ich habe jetzt begreiflich gemacht, dass wir hier eine Ratsche ansetzen und hinten auch und dass wir die dann quasi in die Richtung und in die Richtung auseinander biegen, weil die ganzen ersten Versuche haben jetzt nichts gebracht. Oh! Jetzt ist es hier am Arsch, aber ist besser. Ist okay. Besser als alles. Ich glaube, wenn wir weitermachen, rechts. Was macht er nicht seinen Riss? Weißt du noch, als wir die Fahrräder rausgesucht haben und gesagt, wir holen uns welche mit Stahlrahmen, damit man sie schweißt? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Hier läuft alles ein bisschen anders mit Sicherheitsmaßnahmen und so. Ja, das Problem ist halt, es ist ein halber Zentimeter Spalt, den muss er irgendwie überbrücken. Ich hoffe nicht, dass er das mit Schweißnähten macht. Ja, ich wollte gerade sagen, meint er, dass er das nur mit Schweißnähten machen kann? Nee, das ist aber nicht gut. Ich habe Angst. Wissen die hier, dass man da nicht direkt reinguckt? Nö. Ich glaube nicht, oder? Der macht das mit Sonnenbrille, der ist total geil. Aber die geht nicht, ha? Du musst die Masse woanders drauflegen. Die? Ja. Gott sei Dank bin ich hier, ey. Der wollte, dass ich es einfach abgebe und abhole. Wie fühlst du dich? Ich habe Angst. Mittlerweile weniger als vorhin, aber trotzdem. Also, das funktioniert wieder. Ist gerichtet und lackiert. Ja, das war der Shop. Richtig cool. Hassan hat uns geholfen. Danke. Okay. Wir laufen jetzt ein bisschen durch die Medina und chillen mit unserem Host, dem Hassan. Wir mussten uns hier ein bisschen reinschmuggeln, weil er sonst als Touristenführer in den Knast wandert, so wie unser erster. Und wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch mal unsere erste Marokko-Folge an. Da war unser Host im Knast, aber nicht wegen uns, sondern wegen jemand anders. Und ja, genau, um das eben nicht drauf zu provozieren, haben wir jetzt Abstand gehalten beim Reingehen, damit er nicht irgendwie als Touristenführer gehandelt wird, der keine Lizenz dafür hat. Hier gibt's Glücksspiel. Die werfen mit Münzen da drauf.
3 in Marrakesch. Das ist unsere Aussicht hier oben. Allerdings, und das ist ein bisschen schade, ist alles voller Smog. Also man sieht gar nicht mehr so weit. Aber Marrakesch ist halt nochmal eine Nummer größer. Also jetzt haben wir die Landschaft quasi verlassen, die ruhige, die ländlichen Gegenden und sind jetzt in die Großstadtgefilde eingetreten, kann man so sagen. Und jetzt sind wir beim Karim und seiner Frau und die sind total lieb. Und macht total viel Spaß und wir lernen total viel voneinander und auch natürlich marokkanische Küche und wie es auch überhaupt so zugeht in marokkanischen Familien und wir fühlen uns richtig wohl. Ja, und heute ist Silvester. Das heißt, wir gehen heute nochmal hier schön Marrakesch erkunden. 6,5 Stunden später. Wir sind im Alkoholladen und jetzt ist die Hölle los, weil es Silvester ist. Ja, völlig krank. زيد اخويا زيد بلاصتي انا زيد Boah, Alter. Ist ja abartig. Was hier los ist. Das ist ziemlich geil. Aber wenigstens haben wir Fops. Erheblich Eis. Da hängen Ziegen im Baum. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.